Ab Oktober musst du in Panama $200.000 mehr investieren, um an das Qualified Investor Visa zu kommen. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann solltest du jetzt handeln. Was das Qualified Investor Visa interessant macht und was du jetzt tun musst, um noch vor der Deadline zu profitieren, das werde ich dir in diesem Video erzählen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für Lateinamerika interessierst, Panama oder andere Länder, dann können wir dich diesbezüglich umfangreich unterstützen. Du hast ja vielleicht schon die anderen Videos von uns zu diesem Thema gesehen. Mein Kollege Harley ist dort zuständig. Du kannst gerne ein Beratungsgespräch mit ihm buchen. Wir werden auch demnächst wieder unser Lateinamerika-Symposium in Zürich haben. Dort werden wir über die 12 wichtigsten Länder Südamerikas sprechen und was es dort an Aufenthaltstitel gibt, zweite Staatsbürgerschaften, was dort steuerlich zu beachten ist. Wenn du also nicht nach Südamerika reisen willst, sondern vielleicht erstmal das Ganze antesten willst, dann ist dieser Event sicherlich interessant für dich. Und natürlich machen wir unseren großen Lateinamerika-Event in Mexiko, Playa del Carmen, eine ganze Woche lang, wo dann auch unsere lateinamerikanischen Kollegen anwesend sein werden, also Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, im Oktober 2026 wird das Minimum Investment für Immobilieninvestitionen in Panama für das Qualified Investor Visum von $300.000 auf $500.000 ansteigen. Das ist jetzt nicht wirklich etwas Neues. Das Ganze sollte zunächst mal schon 2024 angehoben werden, dann hat man das Ganze nochmal 2 Jahre verlängert. Vielleicht wird auch dieses Jahr wieder was verlängert, aber man weiß es eben nicht. Bisher sieht es nicht so aus. Das Visum erfreut sich ja doch großer Beliebtheit. Du musst natürlich nicht unbedingt in Real Estate investieren. Du kannst momentan eben mindestens $300.000 in Immobilien in Panama investieren. Ansonsten eben auch $500.000 in panamesische Aktien oder $750.000 in Festgeld. Das ist gar nicht so uninteressant. In Panama ist der US-Dollar und du bekommst dort ziemlich attraktive Zinsen für dieses Festgeld. Also auch das könnte natürlich etwas sein, was du dir überlegst. Aber wenn du in eine Immobilie investieren willst, dann wird das Minimum Investment dafür ab Oktober 2026 auf $500.000 steigen. Jetzt könntest du vielleicht sagen, naja, es gibt ja auch das Friendly Nation Visum. Bei dem Friendly Nation Visum musst du nur $200.000 in Immobilien investieren oder du kannst eben auch dort angestellt sein. Auch das ist ja etwas, was wir durchaus empfehlen. Du könntest zum Beispiel dort deine eigene Firma gründen und dann kannst du erstmal eine 2-jährige Aufenthaltserlaubnis in Panama erhalten, ohne eben investieren zu müssen, ohne eine Immobilie kaufen zu müssen. Du musst natürlich die Firma gründen, auch das ist ein gewisser Aufwand, auch dabei können wir dich unterstützen. Aber beim Friendly Nation Visum hast du eben immer zunächst mal nur eine vorübergehende Aufenthaltsbewilligung für 2 Jahre. Dann kannst du auf die Permanent Residency wechseln. Bei dem Qualified Investor Visa hast du sofort die unbeschränkte, unlimitierte Aufenthaltsgenehmigung und das bei minimaler Anwesenheit. Du musst nur alle 2 Jahre mal ganz kurz in Panama sein und das natürlich für eine Permanent Residency schon ziemlich gut. Du kannst nämlich dann nach 5 Jahren auch die Staatsbürgerschaft in Panama beantragen. Das heißt, wenn du mit Friendly Nation Visum gehst, dann sind das Minimum 7 Jahre, aber mit Qualified Investor sind es eben 5 Jahre. Und das Qualified Investor Visum hat noch einen anderen wichtigen Vorteil. Und wir hatten das ja schon in einem anderen Video beschrieben. Du bekommst nämlich einen panamesischen Reisepass sofort bei Ausstellung des Visas. Genau, du hast mich richtig verstanden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll das funktionieren? Ich habe ja gerade eben gesagt, ich muss 5 Jahre auf den Pass warten. Ja und nein, beides ist korrekt. Du musst 5 Jahre warten, bis du die panamesische Staatsbürgerschaft beantragen kannst. Aber du bekommst sofort mit dem Qualified Investor Visum einen sogenannten Reisepass. In diesem Reisepass steht natürlich deine bisherige Staatsbürgerschaft drin. Das heißt, wenn du Deutscher bist, dann steht dort drin Staatsangehörigkeit Deutsch, obwohl du einen panamesischen Pass hast. Und der panamesische Pass lässt sich verwenden wie jeder andere panamesische Pass auch. Das sieht doch genauso aus. Wenn du also zum Beispiel das Thema hättest, dass du in Deutschland befürchtest, dass dir dein Pass abgenommen wird, könnte ja sein, weil das deutsche Finanzamt denkt, dass du Steuern schuldest. Oder wenn du dich von der Wehrpflicht drücken willst, wenn das Karrierecenter denkt, dass du das vorhast oder dass du das getan hast, dann kann der deutsche Pass abgenommen werden. Nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern das Dokument als solches kann entwertet werden. Und dann bist du natürlich froh, wenn du noch einen anderen Pass hast, mit dem du reisen kannst.
Und der panamerische Pass ist ja nicht so schlecht, der hat schon ein paar ganz interessante Möglichkeiten, gerade in Lateinamerika. Und diesen bekommst du eben sofort mit der Ausstellung des Qualified Investor Visums. Aber Achtung, zumindest ist das der Plan, denn das Gesetz dafür ist zwar schon beschlossen, aber es gibt noch keine Durchführungsverordnung für die Behörden. Das heißt, momentan existiert dieser Pass zwar rein einwanderungsrechtlich, aber er wird noch nicht ausgegeben. Das Gesetz wurde erst Ende 2025 verabschiedet. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Wenn du hier auf dem Laufenden gehalten werden willst von uns übrigens, kannst du dich bei uns in der Webseite kurz eintragen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Dann wirst du der Erste sein, der davon erfährt, wenn dieser Pass verfügbar ist. Aber gleichzeitig musst du natürlich vor der Deadline im Oktober handeln, wenn du jetzt noch für nur 300.000 eine Immobilie erwerben möchtest. Was ist die genaue Deadline? 15. Oktober 2026. Da soll das Minimum Investment auf $500.000 steigen. In welche Immobilien kannst du investieren? Eigentlich in alle, sowohl Land als auch Gewerbeimmobilien, Wohnungen als auch Häuser. Du kannst auch in verschiedene Objekte investieren. Insgesamt müssen es eben 300.000 sein und du musst diese 300.000 wirklich investieren. Das heißt, selbst wenn du eine Finanzierung hast, dann muss der selbst investierte Betrag tatsächlich $300.000 betragen. Du musst dann diese Immobilie mindestens 5 Jahre besitzen, damit du deine Daueraufenthaltserlaubnis nicht verlierst. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall langfristige Planung notwendig. Du kannst damit rechnen, dass der gesamte Prozess rund 30 bis 45 Tage dauert. Also das heißt nicht, dass du so lange im Land bleiben musst, aber in deiner Planung solltest du das berücksichtigen. Das heißt, wenn du diesen Weg beschreiten möchtest, wenn du den Daueraufenthaltstitel in Panama bekommen möchtest, sofort mit der Möglichkeit dann auch den Reisepass aus Panama zu bekommen. Übrigens, der Reisepass aus Panama lässt natürlich hervorragend auch kombinieren mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Wenn du zum Beispiel schon einen Pass hast aus der Karibik oder aus Vanuatu oder so, dann kannst du natürlich diese Staatsbürgerschaft dann in den Reisepass in Panama eintragen lassen, damit dort nicht Deutschland drinsteht, wenn du das aus irgendeinem Grund verhindern möchtest. Immer unter der Annahme, dass dieser Pass auch dann wirklich jetzt kommt und wie gesagt, wir warten eigentlich jeden Tag darauf, dass diese Pässe jetzt ausgegeben werden. Wir können dich natürlich bei diesem Vorhaben unterstützen, von A bis Z den Aufenthaltstitel in Panama zu bekommen. Wie gesagt, mein Kollege Harley ist für diesen Bereich zuständig. Wir arbeiten dann vor Ort mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen und haben natürlich auch unser eigenes Team. Eine Reise nach Panama wird auf jeden Fall notwendig sein. Zum einen natürlich, um die Immobilie zu kaufen, aber auch dann, um die vor Ort notwendigen Formalitäten für den Prozess dann auch erledigen zu können. Also 15. Oktober, dieses Datum ist schnell erreicht und du weißt, wie rasant sich die Welt momentan verändert. Daher meiner Meinung nach besser jetzt handeln als später. Du kannst auch davon ausgehen, dass es ja ein ziemlich großes Gedränge geben wird. Das heißt, das Ganze jetzt anzugehen, ist sicherlich sinnvoll. Also, wenn auch du dich für Lateinamerika interessierst, für Panama oder eins der vielen anderen schönen Länder dort in Lateinamerika, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich auf diesem Weg begleiten können. Details auf unserer Website, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Buche eine Beratung mit Harley, wenn du dich konkret dafür interessierst. Wir unterstützen Mandanten seit 20 Jahren dabei, steueroptimiert auszuwandern. Da ist Panama natürlich ein tolles Beispiel dafür, denn es gibt ja in Panama bekanntlich keinerlei Steuern auf Einkünfte, die nichts mit Panama zu tun haben. Übrigens, würdest du die Immobilie vermieten in Panama, dann müsstest du das natürlich in Panama versteuern, was du dort an Erträgen hast. Aber alles, was aus dem Ausland kommt, ausländische Kapitalerträge, Gold, Krypto, Gewinne, die an dich ausgeschüttet werden, Honorare, die du im Ausland bekommst, ausländische Mieteinnahmen und so weiter und so fort, alles steuerfrei. Panama also ideal für deine Auswanderung oder deinen Plan B und ich würde mich freuen, auch dich jetzt bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.